Ja, wie bin ich eigentlich auf die Idee gekommen von einer Tätigkeit, wo ich solche Werkzeuge benutzt habe, auf einmal irgendwie so mit so Tüdelkram zu arbeiten? Bla 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 bla. Moin Moin aus dem Wunderland. Wir sind hier heute mal wieder in der Lokwerkstatt und ich kümmere mich hier heute um zwei Sachen. Das eine wird gleich sein Patagonien, weil so viele gefragt haben und so viele interessiert waren in dieses ganze H0E-Konstrukt, das wir da gestartet haben. Und ich werde mich auch noch um unseren Kamerazug kümmern, denn der hat so eine etwas schwache Stromabnahme und das werden wir mal ein bisschen optimieren. Hier haben wir jetzt unseren Kamerazug und dem werde ich jetzt gleich zwei Stromwagen verpassen. Zwei, weil wir hier zwei verschiedene Gleissysteme fahren. Wir fahren einmal ein Zweileitergleis und ein Dreileitergleis. Früher hätte man noch gesagt, wir fahren hier ein Gleichstrom- und ein Wechselstromgleis. Das stimmt aber nicht. Wir fahren hier DCC. Das Einzige, was da anders ist, ist einfach, wie das Gleis aufgebaut ist. Denn wir brauchen diese Stromwagen, damit die LEDs, die wir hier vorne haben, immer und ordentlich leuchten, damit, wenn die Kamera hier drin ist, wir ein schönes, authentisches Bild haben und man sich wirklich vorkommt, als würde man in dieser Lok jetzt sitzen. Wir fangen jetzt an hier mit dem ersten Wagen und zwar bauen wir den Wagen für das Dreileitergleissystem als erstes. Den versehen wir hier einmal mit so einem Schleifer für die Punktkontakte in der Mitte und mit so einer Massefeder, damit wir auch die Spannung, die an den Gleisen anliegt, abnehmen können. Dem hinzu kommen dann noch zwei E-Kupplungen und jetzt könnt ihr mir dabei zusehen, wie ich das da alles einmal einbaue. Und arbeiten tue ich oben im 4. in der Lokwerkstatt hinterm Leitstand. Ja, wer oder was ist diese Lokwerkstatt und was hat es damit auf sich? Nun ja, dieses ganze Rollmaterial, die ganzen Züge, die hier gerade auch hinter mir, über mir langfahren, die wollen natürlich gepflegt werden. Die müssen gewartet werden, die gehen häufig mal kaputt, sie stürzen von der Anlage. Und dazu sind wir in der Lokwerkstatt zuständig und machen diese Züge heile oder bauen halt gleich ganz neue Züge auf. Das ist unser Job da oben. Der erste Wagen ist jetzt fertig. Jetzt mache ich mich an den zweiten, gehe danach nochmal in den Modellbau, suche mir ein paar kleine Figürchen raus und dann schauen wir mal, was das gibt. Gut, hier im Haus haben wir ja nicht nur uns als Lokwerkstatt, sondern wir haben ja auch noch die Zugwartung, wir haben unsere Zugexperten und da müssen wir unterscheiden. Die Zugexperten, die arbeiten zum Beispiel gar nicht aktiv viel an den Zügen, sondern die stellen die nur zusammen und geben die uns und sagen, baut das. Dann haben wir die Zugwartung. Die kümmern sich, wie der Name sagt, sie warten die Züge. Sie nehmen ganze Züge von der Anlage und überprüfen sie turnusmäßig, wie ein Auto beim TÜV. Ja, und wir sind die den Dreck zusammenfegen eigentlich und aus runtergefallenen Zügen und sonstigen Katastrophen wieder was Fahrbares machen. Na, das mit dem Kamerazug hat jetzt nicht so gut funktioniert. Das Licht, was ich da eingebaut habe, war ein bisschen mau. Und die Schärfe, naja, die ließ auch zu wünschen übrig. Das haben wir auch alles jetzt in den Kommentaren gelesen. Und danke dafür. Wir werden das jetzt definitiv verbessern. Und mit dem Licht, da gehe ich jetzt ran. Wir verpassen dem Kamerazug nämlich eine Supernova, dass der tags wie nachts einfach nur strahlt. So, wir sind jetzt hier in Skandinavien. Hier haben wir nämlich ein schönes dunkles Fleckchen gefunden. Und jetzt werden wir mal hier testen, wie gut im Vergleich zu vorher das Licht jetzt leuchtet. Also lassen wir uns mal überraschen, warten bis es dunkel ist und dann schauen wir mal. Ja, was habe ich eigentlich gelernt? Ja, ich bin gelernter Binnenschiffer. Ja, das ist komplett weit weg von dem, was wir hier eigentlich machen. Ich habe meine Ausbildung damals in Duisburg gemacht, auf dem Rhein. Und
bin dann über Umwege, kam ich auf die Idee so, komm, bewirb dich mal im Wunderland. Mehr als nee sagen können sie nicht. Aber jetzt wäre das nicht genug. Ich dachte mir so mit einer Bewerbung, wenn ich die jetzt schreibe, naja, das könnte ja untergehen. Ich bewerbe mich mal gleich auf 3 Positionen, somit habe ich meine Bewerbung geschrieben. Einmal fürs K-System, einmal für die Lokwerkstatt und einmal für den Leitstand. Das hat dann bei dem guten Lars dafür gesorgt, so, okay, der hat so einen Nagel im Kopf, wenn der uns gleich 3 Bewerbungen schickt, dann müssen wir uns den mal angucken. Ja, und jetzt sitze ich hier. Das sieht ja jetzt doch schon mal ganz gut aus mit dem Licht. Und was bei den Lichtern hier auch noch möglich ist, wir können die einstellen. Da müssen wir noch ein bisschen spielen, tüfteln, aber da werdet ihr gleich sehen, wie der Zug dieselbe Runde, die er vor kurzem gedreht hat, die wir als Video gemacht haben, nochmal dreht in besser. Wo würde ich sein wollen, wäre ich 2 cm groß. Da muss ich ein bisschen ausholen, weil das wären mehrere Plätze. Das eine wäre natürlich schön oben Bergspitze auf dem Matterhorn, bisschen den Wind um die Nase wehen lassen, die Freiheit genießen, schön ins Tal blicken. Das andere wäre auf unserer Brücke, da ist so ein Containerschiff, einfach oben auf den Containern. Das hätte eigentlich dasselbe wie der Berg, nur ich bin so eine Wasserratte, ich brauche das so ein bisschen. Und die Nummer 1, aber die gibt es leider noch nicht, aber die kommt irgendwann, das wäre im Regenwald. Weil da kann ich mich super duper verstecken und dann kann ich da so meine Spielchen spielen. Das wäre auch total geil. Wir sind jetzt hier im Rio-Leitstand, weil jetzt A, drüben in der Lokwerkstatt gerade viel zu laut ist und weil hinter uns auch der Patagonien-Testkreis ist, auf dem wir mit unseren Zügen ja die ganze Zeit Probe fahren, um sie an eigentlich eine Ermüdung herbeizuführen, damit wir daraus schließen können, was geht bei denen mittel- und langfristig kaputt. Hier seht ihr jetzt so eine kleine Auswahl von dem, was ich da so habe. Die Teile, die hat ja der Stefan, den habt ihr im letzten Video gesehen, da könnt ihr einmal hier klicken. Hat die ja gezeichnet und dann den Druck gegeben, dann sind sie jetzt zu mir gekommen. Anfangen würde ich jetzt mal hier mit dem Wagen. Einen der Personenwagen, wir haben wieder die Roco-Drehgestelle mit den Achsen. Die Kupplung von der Firma Bemo, die ist jetzt so besonders, die ist nämlich stromführend. Wie man hier unten sehen kann, haben wir hier 2 kleine Metallplatten dran. Und so können wir dann durch den gesamten Zug das Licht nämlich durchschleifen, dass wenn ich hier unten diese Schraube einmal löse, so dann zu sehen ist. Hier drin ist dann unsere Lichtplatine. Die LEDs werden hier noch überlackiert, dass die so einen schönen orangenen Touch bekommen. Da schleifen wir dann auch von vorn nach hinten über diese Platine die Spannung durch, sodass wir die durch den gesamten Zug kriegen können. Ja, wie bin ich eigentlich auf die Idee gekommen von der Tätigkeit, wo ich solche Werkzeuge benutzt habe, auf einmal irgendwie so mit so Tüdelkram zu arbeiten? Naja, mir war einfach klar, ich bin in einer Werkstatt und das Zeug ist kaputt, also schlimmer machen kann ich es nicht. Ja, es ist kleiner und da war eine Umgewöhnung wirklich nötig, aber nach einer gewissen Zeit lief das. Dann haben wir hier als nächstes unsere kleine Kranlok. Die baut auf einer Baureihe 99 von der Firma Roco. Das ist eine Feldbahndampflok und da hat auch der Stefan gezeichnet. Wir haben es draufgesetzt. Ich habe mich dran gemacht, habe sie digitalisiert, habe ihr einen Decoder verpasst, eine Adresse verpasst. Der Leitstand hat sie eingemessen. Hier hinten dran, dadurch, dass die nur eine sehr kleine und geringe Spannungsabnahme hat, müssen hier hinten dran noch 2 Wagen und diese Wagen müssen noch so gebaut werden, dass sie Strom abnehmen. Hier haben wir das vermeintliche eigentliche Herzstück unserer Patagonienbahn, der Latrorita, und zwar die Dampflok, die da vorne dran hängt. Die ist aufgebaut auf einer Trix Baureihe 41. Von der brauchen wir aber lediglich hinten den Unterbau mit dem Tender und den Unterbau der Dampflok. Plus hier vorne diese schwarze, diesen Umlauf. Dieser gesamte Bereich, also alles, was hier dran eigentlich grau ist, in diesem gräulichen Ton gehalten ist, das ist von uns gedruckt. Der vordere Bereich ist hier doppelt geschraubt. Wenn der Leitstand da ran muss und die mal aus einer ekligen Ecke oder so wie sonst was herauspulen muss, dass das immer stabil ist. In der Regel geht es immer erstmal damit los, dass jeder bei uns angehalten ist, wir machen erstmal die Reinigungszüge. Weil die Reinigungszüge sorgen einfach immer dafür, dass diese Anlage gereinigt wird. Das heißt, wir kümmern uns um die Wagen, wir kümmern uns um die Loks. Das ist immer Priorität Nummer 1 für jeden von uns morgens an seinem Arbeitsplatz. Wenn wir das dann irgendwann alle durch haben und je nachdem, wie viele wir am Eingang hatten, dann stürzen wir uns auf weitere Projekte oder auf angefangene Sachen oder arbeiten anhand der Prioritätenliste, die uns der Leitstand gibt, die Anlagenabschnitte ab, um die es gerade wirklich sehr schlecht steht und versuchen da so schnell es geht und so gut es geht
Rollmaterial drauf zu kriegen, dass diese Anlagenabschnitte wieder vernünftig laufen. Und wir einfach für den Gast da draußen ein tolles Erlebnis bereiten können. Und dann zum Ende hin haben wir das tatsächliche Herzstück, nämlich unsere Baureihe 2095 der ÖBB. Die kommt von Roco, die ist so frisch und fertig, da müssen wir gar nicht mehr viel dran tun. Außer, dass wenn ich sie aufmache, ich hier einmal diese E-Kupplung vorne und hinten auf die Platine löte und wir verbauen die ESO-Decoder, weil die einfach bei uns, das hat sich gezeigt, besser funktionieren im alltäglichen Betrieb. Die halten länger. Und was da jetzt noch gemacht wird, ist, wir haben hier dieses Gehäuse, das haben wir gedruckt und das setzen wir jetzt hier oben auf. So. Und nun fährt die Lok hinter der Lok, schiebt quasi die Lok über die Anlage bzw. über den Testkreis. Das können wir uns gleich angucken, weil vorher zeige ich euch jetzt einmal ganz schnell, wie ich den kompletten Zug aufgebaut habe. Wenn die H0E irgendwann mal läuft und funktioniert und ich kann mich da dann so ein bisschen so zurücklehnen und Däumchen drehen, ne, die Daumen kennt ihr ja mittlerweile, dann tatsächlich habe ich riesengroße Vorfreude, denn ich habe seitdem ich hier bin, seitdem ich hier angefangen habe, ein Projekt bei mir im Schrank stehen. Das habe ich angefangen in der Idee, aber nie weiter fortgeführt. Und zwar ist das von Top Gear. Nicht verwechseln mit Top Gun. Von Top Gear, der Caravanzug. Da haben halt James May, Richard Hammond und Jeremy Clarkson einfach mal so sich gedacht, wie können wir Bahnreisen revolutionieren und die Kosten effizient senken, und haben das dann gemacht, und das möchte ich umsetzen und dann als Schienenersatzverkehr bei uns in Hamburg fahren lassen. So. Na, das sieht ja doch schon ganz gut aus, wie die hier fährt. Jetzt lassen wir sie erstmal weiter Test fahren, hoffen, dass sie möglichst lange hält, und wenn sie bald mal wieder bei mir ist, dann erzähle ich euch wieder vielleicht ein bisschen was darüber. Ich mache weiter an der kleinen schwarzen Dampflok, baue der demnächst die 2 Stromwagen, und damit verabschiede ich mich jetzt auch. Bis demnächst. Ciao.